In diesem Video erzähle ich euch eine kulturelle Geschichte, und zwar unter dem Titel Im hohen Windmoor. Eines Tages machte sich eine Gruppe von 3 Jugendlichen auf dem Weg, das hohe Wen zu durchqueren. Sie hießen Valerie, Timo und Florian. Valeries Schwester Karina suchten sie. Was ist das hohe Wen überhaupt? Das hohe Wen ist ein Moor. Ein Moor ist eine Art Feuchtgebiet, das im Gegensatz zu einem Sumpf niemals austrocknet. Na ja, wieder was Neues gelernt, oder? Heutzutage bildet das ganze Gebiet des Hohen Wens einen internationalen Naturpark an der deutsch-belgischen Grenze. Zur Zeit dieser Erzählung allerdings war das aber noch kein Naturpark. Auf jeden Fall waren die 3 Jugendlichen damals auf dem Weg zur Burg Reinhardstein, um Valeries Schwester, die Karine, zu retten. Valeries Schwester Karine wurde nämlich vor ein paar Tagen auf seltsamste Weise verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Alle Dorfbewohner waren natürlich ganz verzweifelt und haben sich ratlos gefragt, wohin die Karina verschwunden sein könnte. Als Valerie, Timo und Florian aufbrachen, wussten sie, dass das Moor ein gefährlicher Ort war. Sie hatten alle furchtbar Angst. Sie wussten nicht einmal, ob sie überhaupt wieder nach Hause kommen würden. Sie befürchteten, dass Valeries Schwester Karine von der Moorhexe Walpurga entführt wurde. Sie wissen es nicht mit Sicherheit, sie wissen es nicht, aber sie vermuten es stark. Sie wussten es nicht, aber sie vermuteten es stark. Es war sehr kalt und die 3 Jugendlichen wollten am liebsten wieder zu ihren Eltern nach Hause gehen. Aber sie wussten es doch, sie mussten das Mädchen retten. So gingen sie weiter in Richtung Burg Reinhardstein, wo die Moorhexe Walpurga wohnte und wo die Schwester von der Valerie, die Karina, festgehalten wurde. Als sie die Burg Reinhardstein erst erblickten, hörten sie wieder die schrecklichen Schreie. Sie wussten es doch. Valeries Schwester Karina war im tiefsten Burgverlies gefangen. Die gemeine Moorhexe Walpurga wollte das Kind anscheinend doch für sich alleine halten. Vielleicht wollte sie das Kind auffressen, ich weiß es nicht. Man weiß es eben nicht. Die Walpurga war übrigens auch die Stiefmutter des belgischen Königs. Und er hatte die Walpurga, die Hexe, äh, auf die Burg verbannt, solange sie noch lebte. Sie war schon immer extrem gemein und deswegen verbannte der König sie auf die Burg. Aber als die 3 Jugendlichen in die Burg hineingehen wollten, sahen sie helle Blitze und die schrecklichen Schreie wurden wieder ganz laut. Der Himmel war ganz gelb und rot. Sie mussten in die Burg hineinkommen. Sie mussten irgendwie hineinkommen. Aber wie? Der Wind bläst noch immer. Der Wind bläst noch immer. Der Blitz schlug direkt neben ihnen ein. Und was ist sonst passiert? Oh ja, und man hörte noch immer die schrecklichen Schreie. Plötzlich tauchte eine Kröte auf. Eine dicke, fette, hässliche Kröte. Sie sagte: „Ich bin Susanne. Ich kann euch helfen." Die Kinder trauten ihre Augen nicht,
Die Kinder trauten ihren Augen nicht, und sie hatten noch immer furchtbar Angst. »Was sollen wir machen?« fragte die Valerie. »Wir haben keine Wahl«, antworteten die 2 Burschen drauf. So folgten die 3 Jugendlichen die Kröte. So folgten die 3 Jugendlichen der hässlichen, fetten, dicken, gelben Kröte. Sie gingen durch das letzte Stück Moor zu einer riesigen Burgmauer. Dann steigten sie durch ein Loch in der Mauer durch und in die Burg hinein. Sie stiegen durch das Loch in der Burgmauer in die Burg hinein. Als sie endlich in der Burg drinnen waren, hatten sie alle noch immer furchtbar Angst. Es war extrem dunkel, man hat kaum was gesehen. Und als sie das Burgverlies der Moorhexe erreichten, sahen sie Valeries arme Schwester Karina in einem Käfig eingesperrt sitzen. Der Käfig hatte 5 verschiedene Schlösser. Jedes Schloss hat einen anderen Schlüssel jedes Schloss. Die Kinder, sie waren ratlos und traurig. Sie wollten aufgeben. Sie wollten aufgeben. Dann, wie aus dem Nix heraus, kam eine Schlange auf sie zu und sagte: »Ich bin die Thea und ich kann euch helfen.« Die Kinder trauten ihren Augen wieder nicht und hatten noch immer furchtbar Angst. Schlangen sind nämlich auch nicht ungefährlich, oder? »Was sollen wir machen?« fragte die 2 Burschen. »Wir haben keine Wahl«, antwortete die Valerie drauf. So folgten die 3 Jugendlichen der Schlange immer tiefer in die dunkle Burg. Die Schlange erklärte den Jugendlichen: »Die Moorhexe macht jeden Tag von 10 bis halb 3 ein Mittagsschläfchen. Jetzt ist es schon 10 vor 10«, sagte die Schlange. »Wartet 10 Minuten und ihr könnt dann den Schlüsselband vom Tisch holen und das Männchen.« Sobald die Schlange den letzten Satz fertig sprach, verschwand sie spurlos schon wieder wie vom Erdboden verschluckt. Einfach so. Das passierte relativ oft damals anscheinend. Oder zumindest bei solchen Erzählungen ist es halt so. So warteten die 3 Jugendlichen 10 Minuten. Sie warteten 10 Minuten. Okay, die 10 Minuten sind vorüber. Dann holten sie den Schlüsselband vom Tisch. Sie holten den Schlüsselband vom Tisch. Und sie befreiten die Karina. Juhu, hurra, hurra! Sie freuten sich alle riesig, aber sie hatten trotzdem immer noch furchtbar Angst. Es war nämlich noch immer ziemlich dunkel im Burgverlies drinnen. Logisch. Und es gab ja Hexen und sprechende Tierarten, wie zum Beispiel die hässliche Kröte und diese Schlange und so weiter und so fort. Auf jeden Fall fanden die schlauen, mutigen Jugendlichen wieder aus dem Burgverlies heraus, und sie stiegen durch das Loch in der Burgmauer durch, aus der Burg heraus und wieder ans Moor. Doch wie sollten sie wieder nach Hause kommen? Die Hexe sollte bald wieder aufwachen. Wird's gefährlich. Als sie gerade aufgeben wollten,
flog ein Pelikan an und sagte: „Ich bin Oskar. Ich kann euch helfen." „Was sollen wir machen?" fragten sich die Karine und die Valerie. Und die 2 Burschen haben drauf geantwortet: „Wir haben keine andere Wahl." So, der Pelikan meinte: „Steigt auf meinen Rücken und ich bringe euch nach Hause." Und so geschah es tatsächlich. Die Jugendlichen, sie stiegen dem Pelikan auf den Rücken und er brachte sie einfach nach Hause. Ganz praktisch, muss ich sagen, und ziemlich preiswert. Denn man kann ja vermuten, dass der Pelikan überhaupt kein Geld verlangte, für den Flug. Ja, ich meine, was will ein Pelikan mit Geld anfangen? Sowieso. Na ja, gut. Die Kinder waren dem Oscar, also dem Pelikan, ganz dankbar, natürlich, als sie wieder bei ihren Familien zu Hause ankamen. Und ihre Eltern und ihre Geschwister, die waren natürlich, dem Pelikan gegenüber ganz dankbar. Darauf sagte der Oscar einfach: „Bitte schön." Und er flog weg. „Tschüss, Oscar, mach's gut derweil, du lieber Kerl." Ja, und die Hexe, die Walpurga, die Moorhexe, sie wachte aber nie wieder auf von ihrem Mittagsschläfchen. Sie wachte nie wieder von ihrem Mittagsschläfchen auf. Und alle Leute, die am Moor lebten, ähm, sie lebten dann immer glücklich und zufrieden. Ja, sie haben ein tolles Leben geführt danach. Und warum wachte die Hexe Walpurga nie wieder auf? Warum wachte sie nie wieder auf? Vielleicht verschwand sie einfach auch spurlos, wie vom Erdboden verschluckt. Das passierte relativ oft damals, oder zumindest bei solchen Erzählungen ist es halt oft passiert. Ähm, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, es ist mir ziemlich egal. Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.